Willkommen zu Frequent Traveler TV und zur frisch gepressten Sendung hier am Heiligen Samstag. Die Themen, die ich für euch vorbereitet habe, das GTF-Triebwerk macht natürlich auch dieses Jahr in 2026 Probleme. Weitere Themen, die wir haben, sind natürlich auch wieder Status-Related Jordanien. Die haben da Royal Jordanien, muss ich sagen, Status-Match, der geht weiter, kannst du immer noch kaufen. Also wer den nicht hat, ist selber schuld. Dann haben wir Airline-Pleiten, die es letztes Jahr gab. Da wollen wir mal kurz drauf schauen. Gab da einige, die ich persönlich amüsant fand. Und wir haben bei British Airways Probleme mit dem Service. Warum? Weil er wieder reduziert wird. Nein, wir vergleichen nicht mit Lufthansa und nein, wir werden auch nicht sagen, dass Lufthansa schlechter ist als British Airways. Deshalb ist British Airways wieder gut. Nein, wenn wir etwas haben und dann reduzieren, dann muss man es leider ansprechen. Das ist ein Serviceabbau. Und dann natürlich Nachrichten aus den USA für allejenigen, die im Charge Club sind oder die US-Kreditkarten bei uns haben oder auch selber haben. Da gibt es schlechte Nachrichten von American Express in den USA, aber da gibt es genug Zeit, ihr könnt noch reagieren. Und was haben wir noch? Gar nichts. Ihr könnt einfach den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen und dann ganz, ganz wichtig, wir machen das Bild ein bisschen hübscher und geht dann auch mit der Sendung los, nachdem ihr auf School gekommen seid. Wir werden auch wieder einen School Call dieses Jahr machen. Wir werden auch einen Termin finden. Ich muss jetzt diese Woche gucken, wann ich komme, weil ich habe wieder das ganze Jahr verplant für Amerika. Aber bereitet euch mental darauf vor, im Februar erste Hälfte Frankfurt, würde ich sagen, oder München. Eins von beiden. Ich werde mich entscheiden, was dann passiert. Also, geht los. Ja, das mit dem GTF-Rückruf, so sind das Getriebefan-Triebwerke von Pratt & Whitney, bleibt in 2026 ein Riesenthema. Wir haben ja gemerkt, Swiss hat ja damit reagiert, dass man die Flugzeuge gegroundet hat aus der 100er-Serie und die Verunreinigung Metallpulver in den Hochturbinenscheiben Stufe 1 und 2 und in den Stufen 7, 8 sind es die Blisks im Hochdruckverdichter. Die Folge sind Mikrorisse und Sicherheitsrisiko dadurch. Der Produktionsablauf war in 2023 umgestellt worden, da wurde der Fehler beseitigt, aber es sind halt wirklich 3000 Triebwerke, die getestet werden und geändert werden müssen. Die müssen also komplett überholt werden oder komplett ersetzt werden. Die Rückrufkosten festhalten 8 Milliarden US-Dollar. Ich weiß nicht, ob diese Summe auch die Kompensation an die Fluggesellschaften beinhaltet, weil ja viele Fluggesellschaften richtige Themen damit haben. Und Airbus A320 Neo sind betroffen. Das sind 1912 Flugzeuge mit dem GTF-Triebwerk. 720 davon sind halt wirklich AOG, das heißt Aircraft on Ground. Die können nicht fliegen, weil die Triebwerke abgehängt sind. Wir erinnern uns, dass Delta-Flugzeuge, die neu sind, einfach nach Amerika geflogen hat, die Triebwerke abgehängt hat und an andere Flugzeuge gehängt hat, damit die weiterfliegen können. Heißt also, man hat dort eine Quote von 38% Ausfall. Dann haben wir die A220er, die haben auch diese Triebwerke. 86 von 459 Flugzeuge sind so circa 30 Tage AOG. Embraer E2, da sind nur noch 29 von 184 AOG. Ist eine deutliche Entspannung, aber gut, die haben ja auch weniger Flugzeuge. ITA Airways hat ja zum Beispiel die Echo India Hotel Juliet Delta seit dem 20. November 2025 abgestellt. Die Leasingrate kostet mal so, nur damit ihr im Monat mal das wisst, $350.000. Ne? Also nur damit man halt so ein Gefühl hat. Das ist halt so ein Thema. Hat ja schon gesagt, 9 Airbus A220-100 von der Swiss sind stillgelegt. Und die GTF-Triebwerke werden auf die A220-300er umgerüstet, weil die mehr Platz haben und mehr Geld verdienen. Aber das wird dann auch wieder sukzessive zurückkommen. Also die Teilflotte wird nicht abgewickelt, sondern die bleiben einfach stehen und werden dann wieder ins System reinrutschen. Ja, Wizz Air selber, und die werden heute noch ein Thema sein an anderer Stelle, sind bis 2027 laut eigenen Aussagen noch mit Ausfällen belastet. Also sind diese GTF-Triebwerke für die Fluggesellschaft ein riesen Nachteil. Und ich hatte mit Toppy Manner, das war der damalige CEO, der ist ja jetzt abgesetzt worden, schon oder beziehungsweise ausgetauscht worden, auch immer. Vor 1,5 Jahren ist Toppy weg. Und er sagt bei Finnair kauft keine neuen Neos im Moment, weil sie sagen, dass die Triebwerke von den Kosten her höher sind als die Verluste, die man macht durch die alten Flugzeuge. Aber nichtsdestotrotz, Finnair kauft auch neue Flugzeuge. Anscheinend will man Spirit Airlines beerben mit den alten Buden, die haben. Ja, sehr spannend. Ja,
MTU Aero Engines, die haben bis zu 18% Anteil an den GTF, betreibt eins von 3 Endmontagelinien. Schwieriges Wort. Endmontagelinien. Und Katja Garcia Villa, das ist CFO von MTU Aero Engines, das Rückrufprogramm kommt weiter voran und die Durchlaufzeiten in Wartungsshops verkürzen sich weiter. Also auch hier gute Nachrichten. Ja, die Startbeschränkungen bei gefrierendem Nebel sind auch neue operative Einschränkungen, also auch ein Problem. Sichtweiten unter 150 Meter. Airbus und Pratt & Whitney arbeiten an Lösungen. Ja, wir sehen ja, dass das mit dem GTF kein temporäres Problem ist anscheinend. Glaubt ihr, dass die Leute sich von Pratt & Whitney abwenden werden, wie man das bei anderen Triebwerksherstellern auch mal gemacht hat? Da bin ich mal gespannt. Das ist die erste Frage. Die nächste Frage ist, welche Fluggesellschaften sind letztes Jahr eigentlich pleite gegangen? Ich könnte jetzt natürlich sagen, das sind zum Beispiel Kenai Aviation, die wurden gegründet 1961, Insolvenz trotz guter Auslastung, Hauptproblem waren die Pandemieschulden. Dann Alisada, Italien, das war die Urzelle von Air Italy und Meridiana, die sind endgültig im letzten Jahr liquidiert worden. Oder die Lanza, also L-A-N-H-S-A, muss man ausfragen, dass er nicht mit Lufthansa verwechselt. Lanza, Betrieb eingestellt nach türkischem Absturz mit 13 Toten in Honduras. Das sind aber alles Fluggesellschaften, die wir gar nicht kennen. Wir haben deshalb auch Fluggesellschaften, die ihr wahrscheinlich kennt. Das ist einmal Play aus Island. Das war ja dieser Low-Cost-Carrier mit dem interessanten roten Anstrich. Und Wizz Air in Abu Dhabi hat die Segel gestrichen. Man wollte eine Base in Abu Dhabi schaffen mit demselben Wizz Air-Konzept. Man hat jetzt aber gesagt, machen wir nicht, wir haben keinen Bock drauf. Ja, das hat sich anscheinend auch nicht gelohnt. Und wer auch jetzt die Segel gestrichen hat, ist Airbus selber mit ihrer eigenen Airline. Ja, soll man es Experiment nennen, weil es ja so wirklich ein kurzes Intermezzo war, wo man die eigenen Cargo-Kapazitäten von den Flugzeugen, von den Wale, also auf jeden Fall von dem Beluga, so ist es richtig, dort dann eingestellt hat, waren mangels Nachfrage. Weil sie selber, glaube ich, lasten die Flugzeuge zu 75% aus. Deshalb war das auch immer ein Thema, wenn man Kapazitäten bekommt, wann, wie und so weiter. Ja, die typischen Gründe sind natürlich, wie in jeder Branche, die kannst du auch bei allen finden, hohe Leasingraten, Ersatzteilmangel, Versicherungskosten, Nachwirkungen der Pandemie, aber auch natürlich, wie bei der Lanza aus Honduras, der Absturz. Das war natürlich das endgültige Todesurteil. Pan Am hat ja auch durch Lockerbie damals den absoluten Kill gekriegt. Ja, sind diese Pleiten Einzelfälle oder sagt ihr, das ist der Beginn einer neuen Airline-Konsolidierung? Und da schauen wir mal nach, welche Fluggesellschaften 2026 eventuell auf der Liste stehen. Ihr könnt ja schreiben, wo ihr denkt, wer 2026, sollen wir es sagen wie in Hamburg, den Arsch zukneift. Ja, was auch beim Arsch zukneifen zusammenhängen kann, ist der Service bei British Airways, und zwar die weniger Service-Geschichte. British Airways verabschiedet sich auf den Zukunftsstrecken von einem klaren Alleinstellungsmerkmal. Und das muss man halt wirklich sagen. Kein warmes Frühstück mehr auf sehr kurzen Flügen. Stattdessen gibt es halt statt Auswahl Obst, Joghurt, Brötchen, Gebäck, einheitliches Tablett für alle. Und betroffene Strecken sind halt aus Inland, das ist Jersey, Newcastle ist NCL und MRN ist Manchester. Und nach Europa die Flüge natürlich Amsterdam, Brüssel, Dublin und Charles de Gaulle. Gut, das sind wirklich kurze Flüge, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Es leiden auf hohem Niveau, aber trotzdem. Das warme Frühstück war und ist halt immer leider toll am Morgen, vor allem wenn man früh kommt, wenn man Hunger hat. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, auf 45 Minuten Flügen ist so ein warmes Frühstück oft mehr Stress als Genuss. Point taken. Aber wenn du Hunger hast, hast du halt Hunger. Und ich bin mal gespannt, ob sie damit wieder zurückrudern. Ja, sollte Business Class unabhängig von der Flugzeit immer ein vollwertiges Serviceprodukt bieten oder nicht? Oder sagt ihr, naja gut, 45 Minuten, Lars. 15 Minuten Takeoff, 15 Minuten Landing, 15 Minuten Happa Happa, ist halt nicht schön. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Weiter geht es natürlich mit dem Royal Jordanian Status. Ich habe ihn oft vorgestellt, ich sage es immer wieder, weil Leute mich fragen, wie kriege ich einen Status? Und hier ist es so, dass der Silver Jay oder der Gold Sparrow, einmal der erste routet als One World Ruby, der kostet $49, und der andere Gold Sparrow One World Sapphire bei $149 liegt.
Die Vorteile sind halt Business Class Check-in beim Sapphire, Loungezugang auch bei US Domestic, also das heißt, wer in den USA ist oder wenn ich zum Beispiel mit American Airlines fliege, gut, ich habe Loungezugang über meine American Airlines Citibank Kreditkarte, könnte rein theoretisch meine Finnair-Karte benutzen, weil ich da halt ein Emerald habe. Hier könnt ihr dann so eine Karte benutzen. Wenn ihr die bei American Airlines selber hättet, könntet ihr das nicht. Und ehrlich ist es halt so, dass berechtigte Länder sind auch wirklich Deutschland, Österreich und Schweiz. Also das heißt alle, die wir deutsche Sprache sprechen. Macht doch Spaß, oder? Ich sage mal so, Emerald lohnt sich nur bei First-Class-Lounges an Hubs. Also das heißt, ihr verliert dadurch nicht viel. Und Sapphire bietet halt bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und ich muss ehrlicherweise sagen, aus meiner Erfahrung mit der Oneworld, ist aber auch bei der Starlines genauso, dass man halt mit dem Status bei der Fluggesellschaft die meisten Vorteile hat. Wobei ich habe bei Finnair keinen Status-Upgrade bekommen, weil ich meistens Business Class geflogen bin oder auf Economy Class Only Flügen war. Deshalb ist es dann fast egal. Aber man muss halt damit rechnen, dass natürlich Fluggesellschaften, wenn ihr mit Finnair fliegt oder mit American Airlines oder mit einer anderen Oneworld British Airways und ihr habt halt nicht den Status von der betreffenden Fluggesellschaft, dass ihr dann nicht gleichgestellt seid, sondern etwas schlechter gestellt seid. Ist halt so. Wo wir auch schlechter gestellt werden ab 1. März, und da habt ihr aber jetzt noch Zeit zu reagieren. Amerikanische Kreditkarten sind attraktiver auf der Earn-Seite, weil man 16-17% mehr bekommt, je nachdem wie der Dollar besteht, aber auch wesentlich mehr Punkte, wenn man sie ausgibt, weil es immer noch 1:1 gibt. Wir haben jetzt Emirates ja verloren. Und jetzt kommt der nächste Contender, Asia Miles für Cathay Pacific. Die werden auch nicht mehr 1:1 sein. Es gibt dort dann 5:4. Das heißt also 5 Membership Rewards Punkte werden 4 Asia Miles. Und das ist effektiv am 1. März der Fall. Also das heißt, ihr könnt jetzt noch retten. Und Asia Miles hat dann die Nützlichkeit, wenn man mit Cathay Pacific fliegt, als Cathay Pacific ehemals Diamond Member dort, habe ich das sehr gerne genutzt, weil sie halt natürlich sehr geil vom Service sind. Cathay Pacific ist tipptopp, da gibt es keine zwei Meinungen. Also, wenn ihr das jetzt macht, bringt die Meilen rüber. Wenn ihr eine deutsche Karte habt, eine amerikanische Karte habt, könnt ihr die Punkte ja aus Deutschland nach Amerika erstmal transferieren und dann 1:1 rüber zu Asia Miles. Aber macht es nicht blind, sondern nur, wenn ihr einen Use Case habt. Heißt also, die Frage ist natürlich, Emirates, Asia Miles, wer ist der Nächste bei diesem Spiel? Und die Letzten, der das nicht wechselt, dem beißen die Hunde. Ja, ihr könnt ja sagen, was ihr dazu denkt. Erleben wir gerade einen systematischen Abbau der Kreditkarten zu Airline Sweet Spots oder ist das einfach der Zeit geschuldet, dass diese Inflation an Punkten mehr für Leute sind, die Fluggesellschaften selber nutzen, damit die Fluggesellschaften ihre eigenen Kunden wieder in den Fokus rücken können. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen, kommt aufs Cool, kommentiert, argumentiert, diskutiert. Auch zum Stammtisch könnt ihr natürlich kommen. Da werden wir sehr viel Spaß und Freude haben. Und was haben wir noch als Themen? Alles gut. Also denkt an abonnieren. Frage des Tages nicht vergessen. Was wollen wir nehmen? Einmal natürlich muss die Business Class vom Menü her vollwertig sein, egal welche Flugzeit es ist. Und die andere Frage ist natürlich, wer ist der Nächste bei American Express in den USA? In Europa ist es ja leider durch, hat man das Gefühl. Also, ich danke euch, bis dann und denkt dran, startet euer Meilenjahr. Also, Attacke, bis dann, ciao.